Zeit! In den Bunker! Ich kann nicht mehr! Weiter! Rein da! Wenn heute eine Atomexplosion passieren würde, würden 80% der Menschen in der ersten Stunde sterben. Halten Sie den Atem an und starren Sie die Wand an. Am 6. August 1945 verwandelten sich in Hiroshima Menschen in der Nähe des Explosionszentrums innerhalb von Millisekunden in Gas. Keine einzige Leiche blieb zurück, nur ein schwarzer, menschlicher Schatten, der sich in den Beton brannte. Die Lichtwelle war so heiß, dass sie die Farbe des Steins für immer verblassen ließ. Wenn Sie in den nächsten 60 Sekunden den ersten Fehler machen, wird er Ihre Zukunft bestimmen. Während Sie dieses Video sehen, warten Russlands Raketenkomplexe in Kaliningrad in weniger als 600 Sekunden Flugdistanz zu ihren Zielen in Deutschland. Stuttgart, Ramstein oder Büchel, das sind keine Städte mehr, sondern Koordinaten für die Apokalypse. Ich werde Ihnen nicht sagen, wie Sie sterben werden. Die Physik wird das regeln. Ich werde Ihnen sagen, wie Sie überleben werden, wenn die Welt zu einem Trümmerhaufen wird. Das 60-Minuten-Protokoll hat begonnen. Tausende Sonnen explodierten gleichzeitig. Sobald Sie dieses Licht sehen, schauen Sie nicht hin. Wenn Sie es doch tun, kocht die Flüssigkeit in Ihren Augäpfeln in einer Millisekunde. Ihre Netzhaut verbrennt wie ein Ei auf dem Asphalt der Autobahn. Sie werden blind sein, bevor Sie überhaupt merken, was passiert. Wärmestrahlung breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Bevor Sie den Knall der Explosion hören, werden Ihre Kleidung und Ihre Haut versengen. Protokoll Alpha. Legen Sie sich sofort hin, mit dem Gesicht nach unten. Legen Sie Ihre Hände unter Ihren Kopf. Und nun die wichtigste Regel, die Ihnen kein Politiker jemals sagen wird. Öffnen Sie Ihren Mund weit. Warum? Weil in Hiroshima Tausende von Menschen nicht an der Hitze, sondern an der gewaltigen Druckwelle der Explosion starben, die ihre Trommelfelle und Lungen von innen zerriss. Ein offener Mund ist ein Druckentlastungsventil für Ihren Körper. Wenn Sie Ihren Mund schließen, führt der Druckunterschied in Ihrem Schädel dazu, dass Ihr Mittelohr und Ihre Lungen explodieren. Die Druckwelle breitet sich mit 1000 Kilometer pro Stunde aus. Jedes Fenster Ihres Hauses wird zu einer riesigen Schrotflinte. Millionen von Glassplittern fliegen wie Überschallgeschosse herein. Wer steht, wird in Stücke gerissen. Wer am Boden liegt, überlebt. Zählen Sie bis 120. Bewegen Sie sich nicht, bis die Nachbebenwelle der Explosion abgeklungen ist. Und schauen Sie niemals in die Pilzwolke. Die Infrarotstrahlung wird Ihre Haut noch Minuten später verbrennen. Warum ist Stuttgart wichtiger als Berlin? Weil das EUCOM in Stuttgart ist. Das Gehirn des amerikanischen Militärs in Europa. Russland wird dieses Gehirn im ersten Angriff ausschalten wollen. Militärisch spricht man von einem Enthauptungsschlag. Wenn Sie in der Nähe von Stuttgart, Kaiserslautern oder dem Hamburger Hafen wohnen, befinden Sie sich im Epizentrum. Aber hier kommt die Mathematik ins Spiel, die Sie retten wird. Die meisten Menschen sterben nicht durch die Explosion selbst, sondern durch den radioaktiven Niederschlag. Wenn Ramstein brennt, steigt eine riesige Staubwolke aus verdampfenden Gebäuden und Menschen in die Stratosphäre auf. In Deutschland weht der Wind von West nach Ost. Wenn Sie sich in Frankfurt, Thüringen oder Sachsen befinden, wird dieser schwarze Regen in 3 bis 6 Stunden auf Sie niedergehen. Dieser Regen ist kein Wasser, er ist flüssiger Tod. Ein einziges radioaktives Partikel, das in Ihre Lunge gelangt, wird Sie innerhalb von 21 Tagen mit systemischem Organversagen töten. Sie haben jetzt genau 15 Minuten Zeit, Ihre Festung zu errichten. Sie waren während eines heftigen Regensturms draußen und haben es geschafft, ins Haus zu gelangen. Sie sind noch immer nicht in Sicherheit. Sie tragen die Quelle des Todes auf Ihrem Rücken. Protokoll Beta. Betreten Sie Ihren Schutzraum niemals in Ihrer Outdoor-Kleidung. Sobald Sie durch die Tür treten, ignorieren Sie alle Tabus. Nacktheit ist unerlässlich. Ziehen Sie alles aus, von den Schuhen bis zur Uhr. Stecken Sie alles in einen Müllsack, kleben Sie die Öffnung zu und werfen Sie ihn so weit wie möglich vom Haus weg. Allein dadurch zerstören Sie 90% der Strahlung, die an Ihrem Körper haftet. Reinigen Sie Ihren Körper mit Wasser, aber verwenden Sie niemals Haarspülung. Überlebende in Japan haben dies auf die harte Tour gelernt. Haarspülung bindet radioaktive Isotope wie Epoxidharz an die Haarsträhnen. Diese lassen sich nie wieder entfernen. Verwenden Sie nur Seife und Wasser. Reiben Sie Ihre Haut nicht, sondern tupfen Sie sie nur sanft ab. Wenn Sie Ihre Haut reizen, gelangen radioaktive Partikel in Ihren Blutkreislauf. Wer kratzt, stirbt. Sie haben keinen Schutz. Die deutsche Regierung hat den Zivilschutz 2007 eingestellt. Ihnen bleiben nur die Habseligkeiten in Ihrem Haus. Gammastrahlung wird nur durch die Massendichte gestoppt. Taktik des Kommissars. Nutzen Sie Ihre Bücherregale. Papier ist ein unglaublich dichtes, komprimiertes Material. Stapeln Sie alle Enzyklopädien und schweren Bücher in Ihrem Haus an die Außenwand oder das Kellerfenster. Eine 30 cm dicke Bücherwand blockiert
blockiert Strahlung besser als 5 cm Blei. Stellen Sie Waschmaschine und Trockner ins Badezimmer und füllen Sie sie mit Wasser. Wasser ist ein hervorragender Moderator, der Neutronen absorbiert. Sie bauen sich gerade einen Sarkophag. Ihr Ziel ist es, die Halbschicht zu erreichen. Jedes Mal, wenn Sie die Dichte Ihrer Barriere verdoppeln, halbiert sich die Strahlung, die Ihre DNA erreicht. Sie kämpfen derzeit auf atomarer Ebene um Ihre Zellen. In 12 Stunden wird Sie der Durst in den Wahnsinn treiben. Leitungswasser, vergessen Sie es. Die Wasserversorgungssysteme sind entweder geplatzt oder pumpen radioaktives Wasser aus dem Fluss. Aber in Ihrem Haus gibt es einen versteckten Tresor, den Warmwasserboiler. In diesem isolierten Behälter befinden sich 100 bis 200 Liter reines Wasser, versiegelt vor dem Bombenabwurf. Dies ist der wertvollste Schatz Deutschlands. Suchen Sie das Ablassventil direkt unter dem Boiler. Dieses Wasser ist Ihre und die Lebensader Ihrer Familie für 30 Tage. Trinken Sie nur 1 Liter pro Tag. Nicht duschen, nicht abwaschen, nur überleben. Wer das Wasser im Boiler nicht schützt, stirbt nicht an der Strahlung, sondern an Durst in der radioaktiven Wüste. Warum warten wir im Keller? Wegen der Gesetze des radioaktiven Zerfalls. Radioaktivität ist wie ein wütendes Tier, das schnell ermüdet. Die 7-bis-10-Regel besagt, mit jeder Versiebenfachung der Zeit nimmt die Strahlungsintensität um das 10-fache ab. Nach 7 Stunden. Die Strahlung sinkt auf 10%. Nach 49 Stunden, etwa 2 Tagen. Die Strahlung sinkt auf 1%. Das bedeutet, dass diejenigen, die in den ersten 48 Stunden in Panik geraten und nach draußen stürmen, innerhalb von 3 Tagen nur noch eine Randnotiz sind. Wenn sie 2 Tage in dem aus Büchern gebauten Sarkophag ausharren, erhöhen sie ihre Überlebenschancen um das 100-fache. Geduld ist jetzt ihre stärkste Waffe. Ihr Smartphone ist, aufgrund des EMP-Angriffs, nur noch ein Stück Glas. Ihre einzige Verbindung zur Außenwelt ist ein batteriebetriebenes Radio. Ohne dieses Radio werden sie am Vorabend der Apokalypse blind und taub sein. Die Welt, wie du sie kennst, ist verschwunden. Aber du lebst. Du hast dich an das Protokoll gehalten. Du hast die 90%-Regel angewendet, deine Tanks geleert und die Zeit mit der 7-bis-10-Regel unter Kontrolle gehalten. Während draußen andere in Panik umkommen, wartest du im Keller auf den richtigen Moment. Vorbereitung ist kein Hobby, sondern eine Verpflichtung dir und deiner Familie gegenüber. Geh jetzt in den Keller, überprüfe die Ventile deiner Tanks, besorg dir ein batteriebetriebenes Radio. Wenn du überleben willst, wenn der weiße Blitz ertönt, schreibe Protokoll verstanden in die Kommentare. Deine 48 Stunden im Keller sind nun vorbei. Aber was ist mit deinem Magen? Die Regale der Supermärkte waren in den ersten 10 Minuten leergeräumt. Obwohl die Strahlung draußen nachgelassen hat, ist die Natur jetzt ein Giftfeld. Der vergessene Schlüssel ist Konserven, aber nicht irgendwelche Konserven. Konserven in Metalldosen sind dein sicherster Freund, aber sei vorsichtig. Wasche die Dose vor dem Öffnen gründlich mit Seifenwasser oder Desinfektionsmittel ab, falls du an die mikroskopisch kleinen Partikel kommst. Wenn Staubpartikel von der Dose in dein Essen gelangen, verwandelt sich dein Magen von innen in einen Atomreaktor. Du wirst es verstehen. Öffne zu Hause bloß nicht den Kühlschrank. Wegen des EMP wurde der Strom abgestellt. Alles darin ist zu einer Bakterienbombe geworden. Nur trockene Lebensmittel, nur verschlossene Metallbehälter. Wenn du eine Packung Kekse draußen stehen gelassen hast, ist sie kein Lebensmittel mehr, sondern radioaktiver Abfall. Das Detail, über das niemand spricht, das aber jeden am 3. Tag im Bunker umbringen wird. Die Kanalisation. Die städtische Infrastruktur ist zusammengebrochen. Spülen? Vergiss es. Wenn du spülst, könnte radioaktiver Rückfluss dein Badezimmer füllen. Die Notfalllösung des Kommissars. Die 2-Eimer-Regel. Ein Eimer für flüssige, ein Eimer für feste Abfälle. Die Eimeröffnungen mit Müllsäcken verschließen und Katzenstreu oder Backpulver darüber streuen. In meinen anderen Videos sage ich, man soll keine Katzenstreu verwenden. Aber hier ist alles anders. Man muss mit dem auskommen, was man gerade zur Hand hat. Wenn man die Hygiene nicht einhält, stirbt man, selbst wenn man die Strahlung überlebt, an mittelalterlichen Krankheiten wie Ruhr oder Cholera. Überleben bedeutet nicht nur, der Explosion zu entkommen, sondern auch, nicht im eigenen Kot zu ersticken. Ja, 14 Tage sind vergangen. Das Wasser ist weg, das Essen ist weg. Ihr müsst raus. Aber die Welt ist nicht mehr die, die ihr zurückgelassen habt. Der Himmel. Es könnte aufgrund des nuklearen Winters noch grau sein. Überlebensnavigation. Betreten Sie niemals Gruben, Täler oder kellerartige Vertiefungen. Radioaktiver Staub fließt wie Wasser und sammelt sich in Gruben. Nutzen Sie die höchsten Punkte. Drehen Sie dem Wind nicht den Rücken zu, sondern Ihr Gesicht ihm zu. Wenn Sie einen metallischen Geschmack in der Nase haben oder Ihr Zahnfleisch blutet,
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine tödliche Dosis erhalten. Tragen Sie draußen immer mehrere Schichten Kleidung und vernichten Sie diese nach Ihrer Rückkehr in den Schutzraum gemäß Protokoll Beta. Ihr größter Feind ist weder Strahlung noch Hunger. Ihr größter Feind ist Ihr Verstand. Dieses verfluchte Gefühl namens Normalitätsbias. Es wird nichts passieren. Die Regierung wird helfen. Das Militär wird kommen. Sie werden nicht kommen. In Deutschland sind die Pläne des Bundeskrisenmanagements im Falle eines echten thermonuklearen Angriffs nur wertloses Papier. Sie sind Ihre eigene Armee. Sie sind Ihr eigener Arzt. Werden Sie die Tür öffnen, wenn Ihr Nachbar um Hilfe bittet? Wenn du sie hereinlässt, während dieser schwarze Regen auf dich herabrasselt, wirst du mit einem einzigen Akt der Barmherzigkeit deine gesamte Familie auslöschen. Im Atomkrieg ist Sentimentalität gleichbedeutend mit Selbstmord. Wenn sie Bodrum verlassen, erwartet sie kein strahlend blauer Himmel. Millionen Tonnen Ruß und Asche, die in die Stratosphäre aufsteigen, haben das Sonnenlicht blockiert. Wir nennen das nuklearen Winter. Die Temperaturen können selbst mitten im Sommer plötzlich unter den Gefrierpunkt fallen. Die Landwirtschaft ist zusammengebrochen. Die Märkte sind leer. Es gibt keinen Strom. Was werden sie also tun? Hier kommt die Bedeutung ihres batteriebetriebenen Radios, Kurbelradio, ins Spiel. Sie müssen die Windrichtung anhand der lokalen Durchsagen beachten. Weht der Wind noch immer aus Richtung eines Atomangriffsgebiets, kehren Sie in Ihren Schutzraum zurück. Das Leben draußen ist jetzt ein riskantes Unterfangen. Gehen Sie kurz hinaus, besorgen Sie sich Vorräte und kehren Sie sofort in den Schutz des Betons zurück. In dieser neuen Welt gibt es keine Freiheit mehr, nur noch Überlebenszeit. Die Euros auf Ihrem Bankkonto, das Gold oder Ihr Luxusauto, all das ist jetzt wertloser Schrott. In der neuen Welt gibt es nur noch eine Währung. Nutzbare Energie und Kalorien. Eine Dose, ein paar Konserven, ein Sack Wasser oder eine Packung Antibiotika sind mehr wert als ein Ferrari. Der berühmte Regelbefolgungsreflex der deutschen Gesellschaft wird in den ersten 72 Stunden verfliegen. Wenn das Chaos ausbricht, erwarten Sie keine staatliche Hilfe. Das Bundesamt für Katastrophenhilfe, BBK, wird nur noch auf dem Papier existieren. Sie müssen sich Ihre eigene Republik, Ihren eigenen Schutzraum errichten. Was ich Ihnen erzählt habe, ist keine Horrorgeschichte, sondern eine Art Wegweiser. Wenn Sie morgen früh aufwachen, schauen Sie aus dem Fenster und genießen Sie dieses friedliche, geordnete Deutschland. Aber vergessen Sie nie, dass dieser Frieden so zerbrechlich ist wie eine dünne Glasscheibe. Wenn diese Scheibe zerbricht, gehören Sie entweder zu den Schattenmenschen oder zu den Profis, die dieses Protokoll penibel befolgen. Ich bin der Kommissar. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt, in all ihrer Nacktheit und Brutalität. Denn Lügen führen nur ins Grab. Bereiten Sie Ihre Bücher vor, lernen Sie das Ventil Ihres Warmwasserbereiters kennen, kaufen Sie sich noch heute ein Radio. Wenn die Vorbereitung beginnt, weicht die Angst der Strategie. Schicken Sie dieses Video an die Person, die Sie nach der großen Explosion auf dem Beifahrersitz sehen möchten. Denn wenn dieser Tag kommt, sind diese Informationen das Einzige, was Ihnen überleben wird. Sie haben das Ende des Videos erreicht, aber jetzt enthülle ich eine letzte Wahrheit, die Zivilschutzexperten der Öffentlichkeit nie offen mitteilen. Eine Wahrheit, die Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen wird. Diese Informationen könnten das Einzige sein, was Sie am ersten Tag nach dem Verlassen des Schutzraums rettet. Sie haben die Explosion überlebt. Ihr Schutzraum ist intakt. Aber da ist etwas, das Sie nicht wissen. Ein elektromagnetischer Impuls, EMP, stört nicht nur Telefone. Er detoniert gleichzeitig die Steuerungssysteme aller Erdgasleitungen und Transformatoren unter den Städten. Dies löst einen sogenannten Feuersturm aus. Während Sie im Schutzraum darauf warten, dass die Strahlung nachlässt, könnte sich das Gebäude, in dem Sie sich befinden, in einen Backofen verwandeln. Wer bei der Wahl eines Schutzraums nicht nur die Strahlung, sondern auch die Brandgefahr des darüberliegenden Gebäudes außer Acht gelassen hat, hat sich im Grunde sein eigenes Grab geschaffen. Hat der Schutzraum eine Holzdecke oder tonnenweise brennbares Material auf dem Dach, muss man sofort einen Fluchtweg finden. Und hier kommt der heimtückischste Teil. Alle schauen in die Windrichtung und freuen sich, weil sie denken, die Strahlung verschwindet. Doch die Kernphysik verschweigt Folgendes. Eine gewaltige Explosion erzeugt in ihrem Zentrum ein riesiges Tiefdruckgebiet. Wenige Stunden nach der Explosion saugt dieses die gesamte Luft um das Zentrum herum, wie ein Vakuum zurück. Dies nennt man Rückströmungswind. Sobald sie also aus dem Schutzraum treten und sehen, wie sich die Strahlungswolke von ihnen entfernt, kann dieser enorme Sog den radioaktiven Staub direkt auf ihren Kopf zurückwirbeln. Und zwar in die entgegengesetzte Richtung. Lassen Sie sich nicht täuschen.
Egal, aus welcher Richtung der Wind weht, nachdem sie das Licht gesehen haben, strecken sie ihren Kopf mindestens 48 Stunden lang nicht hinaus, bis sie sicher sind, dass sich der Wind beruhigt hat. Dieser Rückströmungswind vergiftete und tötete die meisten der ersten Überlebenden in Hiroshima, sobald sie das Gebäude verließen. Jetzt sind sie vorbereitet. Von den stillen Schatten Hiroshimas, die in Stein gemeißelt sind, bis zu Deutschlands strategischen Städten, die sich jederzeit in Öfen verwandeln könnten. Du weißt alles von diesem heimtückischen Rückwind, der dir die Lungen aussaugt wie ein Staubsauger, bis zu diesem giftigen metallischen Geschmack, der dein Zahnfleisch betäubt. Dieses Wissen ist dein einziger Schutzschild, der dich davor bewahrt, zu Ruß zu werden und dich als Menschen zurücklässt, wenn die weiße Blindheit dich einholt. Denk daran, in einem Atomkrieg gibt es keine Gewinner, nur Überlebende. Und wenn dieser Tag kommt, werden die Sekunden, die du in diesem Video hörst, das einzige sein, was dich von dieser radioaktiven Staubwolke trennt. Wenn Geld zu einem Stück Papier, Luxusautos zu einem Haufen Metall und sozialer Status zu einer bloßen Erinnerung wird, bleibt dir nur noch eines: Disziplin. Schau jetzt aus dem Fenster, stell dich der Realität. Alles, was du siehst, kann in einer Millisekunde verschwinden. Hab keine Angst, sei vorbereitet, denn Angst lähmt dich. Protokoll hält dich am Leben. Ich bin der Kommissar. Ich habe dir die Wahrheit gesagt und dir die Last des Überlebens auferlegt. Präge dir dieses Protokoll ein und schau niemals zurück. Blinzel nicht. Entwickle deine Strategie. Überlebe. Das Protokoll ist ihnen anvertraut.